Wenn du in einem Betrieb arbeitest, der Teile für die Automobilindustrie fertigt, dann hast du es wahrscheinlich längst gemerkt. Anfragen werden zäher, Preisrunden härter, Liefertermine knapper. Und gleichzeitig soll alles schneller, günstiger, komplexer sein. Was sich gerade verändert, ist nicht nur ein normaler Abschwung. Es ist ein struktureller Wandel. Und der entscheidet, wer bis 2030 noch richtig gut verdient und wer am Ende nur noch hinterherläuft. In diesem Video zeige ich dir, warum das passiert. Mit den entscheidenden Zahlen, was das für deinen Betrieb bedeutet. Und vor allem, welche Hebel du wirklich in der Hand hast. Von Qualitätskosten und Stillständen bis zu neuen Bauteilfamilien jenseits des Verbrenners. Bleib dran, weil du am Ende einen konkreten Halbtages-Blueprint bekommst, mit dem du sofort prüfen kannst, wo bei euch Leistung, Cash und Marge gerade wegfließen. Und was du als erstes drehen solltest. Um das einzuordnen, brauchen wir ein Wort für das, was gerade passiert. Wir stehen mitten in einem Shift, der die Automobilindustrie bis in die Grundmauern erschüttert. Dafür das Wort Stack Formation. Eine giftige Mischung aus stagnierenden Volumina und immer mehr technologischem Wandel und Komplexität. Übersetzt heißt das, die Stückzahlen wachsen nicht wirklich. Aber um uns herum explodiert alles. Neue Antriebe, neue Vorschriften, neue Technologien. Das ist kein kurzer Dämpfer im Zyklus, das ist ein Überlebensmarathon. Und die Laufbahn biegt sich permanent unter deinen Füßen. Also, was heißt das für dich? Wenn dein Betrieb einfach normal weitermacht, frisst sich der Mix aus Volatilität, Kosten und Komplexität langsam auf. Wie reagierst du also? Denk nicht nur in Jahresplänen. Denk in Resilienz und Flexibilität. Warte nicht darauf, dass der Markt wieder normal wird. Und das Gute ist, ein Großteil der Antwort liegt in eurer Kontrolle, nicht beim OEM. Vor allem, wenn dein Betrieb nicht 1000 Leute hat, sondern eben nur ein Kernteam. Ja, dann geht es nicht nur um das nächste Quartal. Es geht um die Zukunft eures Betriebs, eures Teams und ja, auch ein Stück weit um die industrielle Souveränität Europas. Die Zeit einfach abzuwarten ist auf jeden Fall vorbei. Wir müssen jetzt handeln. In diesem Video schauen wir uns da mal an, was wirklich auf dem Spiel steht. Und dazu brauchen wir die nackten Zahlen für Europa. Die Zange, in der dein Betrieb steckt, schrumpfender Verbrennermarkt und die Geschwindigkeit aus China, den großen Zerspannungswandel, Volumen, Materialmix, Maschinen. Ja, und Europas Chancen. Wo liegt denn das Wachstum und die Diversifizierung wirklich? Und am Ende ein konkreter Fahrplan, wie dein Betrieb bis 2030 plus nicht nur überlebt, sondern stärker rauskommt. Also lass uns mal reinspringen. Erstmal im Klartext, die finanzielle Gesundheit vieler Zulieferer ist strukturell schlechter als noch vor Corona. Global sind die EBIT-Margen rund 2 Prozentpunkte runter. 2024 liegen wir etwa bei 4,7% EBIT im Schnitt. Und die Automobilindustrie ist in Europa immer noch ein Schwergewicht. Rund 8-10% der industriellen Wertschöpfung kommt direkt aus Automotive. Also, jeder 10. Euro in der Industrie hat irgendwas mit Autos zu tun. Ja, wenn dieser Euro schrumpft, erbeben die Wellen durch die komplette Lieferkette bis hin in eben deinen Betrieb. Der Druck kommt nicht irgendwann, ja, der ist schon lange da. Ja, und er landet bei dir eben als Preisrunde, als Lieferdruck, als Risiko. Wie reagierst du da drauf? Stell dich dauerhaft auf härtere Bedingungen ein und nicht nur auf einen kurzen Sturm. Und mach daraus kein ein bisschen Sparen-Thema. Wenn du jetzt sauber reagierst, kannst du in 12 bis 18 Monaten deutlich stärker dastehen als Betriebe, die immer noch diskutieren. Und jetzt die schlechte Nachricht. Europa trägt tatsächlich die dickste Last. Wir reden über EBIT, die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern. Kurz gesagt, was bleibt operativ übrig, bevor Zinsen und Steuern kommen?
Für europäische Zulieferer liegt die 24 bei 3,6%. In China reden wir über 5,7%. In einem Geschäft mit Rasierklingenmargen ist das nicht mehr ein kleiner Unterschied, das ist ein ganzer Graben. Stell dir vor, du und ein chinesischer Wettbewerber verkauft dasselbe Teil für 100 Euro. Du behältst 3,60 Euro, er behält 5,70 Euro. Und genau die 2 Euro machen den Unterschied. Ja, das ist genau sein Spielraum zum Investieren, zum Preise senken oder zum eben Krise aussitzen. Und als wäre das nicht genug, frisst die Zinsseite sich auch noch in den Gewinn. In den letzten Jahren haben Zinsen mehr als 20% des Vorsteuergewinns aufgefressen. Heißt, von 100 Euro Gewinn vor Zinsen sind über 20 Euro einfach weg, direkt an die Bank. Geld, das euch fehlt für wichtige Investitionen, neue Maschinen, Automatisierung, Digitalisierung, Forschung, Entwicklung. Genau die Dinge, die du jetzt brauchst, um eben vorne mit dabei zu bleiben. Der Wettbewerber hat mehr Luft zum Atmen und dein Betrieb weniger. Jede Ineffizienz ist da doppelt tödlich. Du brauchst 2 Dinge gleichzeitig. Profit Leaks müssen geschlossen werden und du musst schneller in neue Felder kommen. Nimm keine Preiskämpfe an, ohne intern die Kosten pro Teil wirklich zu drücken. Das Gap ist real, aber es ist kein Naturgesetz. Du kannst es systematisch verkleinern. Obendrauf kommt, mehr als 40% der 25 größten Automobilzulieferer in Europa sind inzwischen Non-Investment Grade. Übersetzt heißt das, Banken und Investoren schauen drauf und denken, Risiko. Wenn diese Player Geld aufnehmen, dann wird es teuer. Und die Mehrkosten, die rollen sie weiter nach unten. Härtere Preisrunden, härtere Zahlungsziele, mehr Risiko eben auf deinem Tisch. Mehr Druck auf Preise und Cash, mehr Risiko im Tagesgeschäft. Wie reagierst du da drauf? Mach deinen Betrieb cash-stark. Working Capital, Bestände, Durchlaufzeit. Akzeptiere keine Zahlungsziele, ohne dein Cash-System zu härten. Cash ist nicht sexy, aber Cash ist Handlungsfreiheit. Parallel dazu kommen die Stückzahlen in Europa einfach nicht mehr richtig in Schwung. Bis 30 hängt die Produktion voraussichtlich bei 16 bis 17 Millionen Fahrzeugen. Vor der Krise waren es rund 19 Millionen. Gleichzeitig bauen wir weltweit Überkapazität auf. Bis 30 mehr als 100 Millionen Fahrzeuge, zu viel Kapazität. Das zementiert den Preisdruck, den du jeden Tag in deinen Angeboten spürst. Europa bewegt sich vom Export zum Importmarkt. Und für viele Lohnfertiger ist eben genau das die zentrale Herausforderung. Preisdruck bleibt, Volumen wird nicht von allein zurückkommen. Plane also nicht nur mehr vom Gleichen, sondern Ersatzvolumen plus Segmentmix. Bau keine Kapazität auf für Volumina, das nie wiederkommt eventuell. Wenn dein Betrieb schneller drehen kann als ein Konzern, dann ist das auf jeden Fall ein Vorteil, also nutzt den. Schauen wir uns die Zange mal an, in der Betriebe gerade stecken. Auf der einen Seite der Zange haben wir das klassische Kerngeschäft, das leise wegbröselt. Und auf der anderen Seite den harten Wettbewerb aus China, die brutal schnell und brutal günstig produzieren können. Dein Betrieb wird gleichzeitig von 2 Seiten gedrückt, weniger Volumen und härterer Wettbewerb. Du brauchst also einen Plan für Ersatzgeschäft und einen Plan für mehr Geschwindigkeit und niedrigere Kosten. Nicht nur Kosten drücken oder nur diversifizieren, du brauchst beides. Die Zange killt Betriebe ohne Plan, aber sie belohnt die früh strukturiert umstellen können. Viele Betriebe in Europa leben immer noch stark von Motorblöcken, Getriebegehäusen, Achsen, Rahmen, Fahrwerk und Karosserie, also das klassische Verbrennergeschäft eben. Der Markt für Verbrenner-Antriebsstrangkomponenten schrumpft aber global um ungefähr 5%. 5% pro Jahr, das klingt erstmal harmlos. In der Realität heißt das aber, das wäre so, als würdest du jedes Jahr einen deiner Top-10-Kunden verlieren und nie wieder zurückbekommen. Wenn ein Betrieb dieses Volumen nicht durch Neues ersetzt, sammelt sich der Schaden extrem schnell. So ein Batteriefahrzeug braucht schätzungsweise 30 bis 35% weniger klassische mechanische Teile als ein Verbrenner.
Wenn du heute für ein Verbrennerprogramm 100 unterschiedliche Teile bearbeitest, dann braucht das Batteriependant vielleicht noch 65 bis 70 dieser traditionellen Teile. Heißt nicht, dass es keine Arbeit mehr gibt, aber wenn dein Betrieb nur in der alten Verbrennerwelt bleibt, wird dein Stück vom Kuchen immer weniger. Und dazu kommt, Gesamtproduktion Europa bleibt bei 16 bis 17 Millionen Einheiten, nicht mehr bei 19. Weniger Fahrzeuge insgesamt und pro Fahrzeug weniger Teile. Dein Bestandsgeschäft hat eine Ablaufkurve. Nicht morgen, aber sicher. Definiere jetzt 2 bis 3 Ersatzbauteilfamilien außerhalb des klassischen Verbrenners. Hoff nicht auf den nächsten großen Verbrenner-Run als Strategie. Die Späne sind nicht weg, sie wandern nur. Jetzt zur anderen Backe der Zange. China. Chinesische OEMs und Zulieferer spielen in einer ganz anderen Liga, wenn es um Kosten und Geschwindigkeit geht. Viele liegen bei 20 bis 30% unter den Produktionskosten europäischer Wettbewerber. Wenn deine echten Herstellkosten bei 100 Euro liegen und dein Konkurrent bei nur 70 oder 80, dann kommst du dagegen nicht mit ein bisschen schlanker werden an. Entwicklungszyklen sind auch 25 bis 30% schneller. Europa bis 60 Monate, China oft unter 40. Wenn wir weiter Komponenten für stagnierende Märkte liefern, mit alten Kostenstrukturen und langsamen Setups, ja, dann ist eines klar, früher oder später werden OEMs Teile stärker aus China sourcen müssen. Ja, wenn wir die Anforderungen bei Kosten und Geschwindigkeiten eben nicht treffen. Es geht nicht nur um billig, es geht um Time to Industrialize. Wie schnell bekommt ihr also ein neues Teil stabil in Serie? Bau einen Standardpfad, Quote, Chem, Setup, First of Good. Schneller, stabiler. First of Good heißt, das erste Teil nach dem Rüsten ist sofort in Ordnung. Kein stundenlanges Nachstellen. Ruf nicht nur Lean ohne Geschwindigkeit im Angebot, Rüstung und Anlauf zu bauen. Speed ist ein Prozess und Prozesse kann man bauen. Jetzt kommt der Teil, der wirklich zählt. Das ist keine Angst oder keine Zeit für Angst, das ist eine Zeit für Aktion. Europas industrielle Zukunft und die Zukunft deines Betriebs. Ja, und das hängt daran, wie schnell du aus Daten konkrete Entscheidungen machen kannst. Die Zahlen sagen dir, wo Zerspannungsvolumen wegbricht, wo neues Volumen entsteht, wie sich der Materialmix dreht und was das mit Maschinen und Werkzeugen macht. Wir schauen auf 3 Shifts: Zerspannungsvolumen, Materialmix, Maschinen und Werkzeuge. Du brauchst keinen perfekten Plan, du brauchst schnelle, datenbasierte Entscheidungen. Denk in Shifts und Bauteilfamilien, nicht in einzelnen Aufträgen. Mach nicht alles gleichzeitig. Fokus gewinnt. Wenn dein Betrieb jetzt fokussiert 2 oder 3 Dinge richtig macht, seid ihr 27 weiter als 90% der Konkurrenz. Wenn dein Betrieb heute stark an Verbrennerteilen hängt, zeigt der Trend eine klare Richtung. Verbrennerzerspannung minus 5% pro Jahr. Batteriefahrzeuge 30 bis 35% weniger klassische Teile. Gesamtproduktion unter Vorkrisenniveau. Motorblöcke und Getriebe ziehen sich Schritt für Schritt zurück. Auf der anderen Seite schließen neue Felder nach. Oben Hochvolt-Batterien mit etwa 11% Wachstum pro Jahr, E-Motoren und E-Antriebe mit etwa 10% und haufenweise Gehäuse für Leistungselektronik und E-Systeme. Was brauchen die? Strukturteile, Gehäuse, oft groß, oft aus Aluminium und immer präzise. Du musst klassisches Verbrennervolumen einfach ersetzen durch Battery Trays, strukturelle Batteriemodule, Inverter und E-Motorgehäuse, Teile rund um ADAS und Sensorik. Die Zerspanarbeit ist nicht weg, sie ist nur woanders. Die Frage ist, zieht dein Betrieb eben mit? Dein Markt schrumpft nicht overall, er verschiebt sich. Such dir 2 bis 3 neue Cluster, wo du sofort rein kannst. Gehäuse, Struktur, Alu, Präzision. Optimiere nicht nur Einzelteile, besitz ganze Bauteilfamilien. Wer heute die richtigen Bauteilfamilien besetzt, hat morgen Pricing Power statt Preiskampf.
Die E-Mobilität ändert die Materiallandkarte. Weniger Verbrenner heißt auch weniger hochlegierte Stähle und weniger Gusseisen. 3 Trends sind da stark: Aluminium, Leichtbau, Kupfer und Elektronikumfeld. Rezyklate mit mehr Streuung. Für euch heißt das High-Speed-Alu-Bearbeitung, die muss sitzen. Spannung, Kühlung, Späne, Prozessfenster. Und rund um EE-Systeme bearbeitest du die Gehäuse, Inverter-Housings, Sensorträger, E-Drive-Komponenten, Speziallegierungen. Rezyklate, was bedeutet das? Eigenschaften schwanken stärker. Deine Prozesse müssen also robust sein. Statt auf der letzten Rasierklinge zu laufen, musst du robust sein. Und unter Kostendruck werden ja auch die Materialspezifikationen für unkritischere Teile immer weiter nach unten optimiert. Unterm Strich weg von nur Stahl und Guss hin zu Alu, Leichtbau, Kupfer, Speziallegierungen und mit immer mehr Recycling im Mix. Strategien für Werkzeuge, Schnittwerte, Qualität müssen dazu passen. Robust schlägt auf jeden Fall auf Kante. Bauprozessfenster, Tooling-Strategie und Spannkonzept so, dass Streuung keine Krise wird. Optimiere nicht nur auf Max-Schnittwerte und spiel dann bei jeder Charge Feuerwehr. Wenn ihr robuste Prozesse könnt, werdet ihr für Kunden zum sicheren Hafen. Was heißt das für euren Maschinenpark? In Stackformation mit 3,6% EBIT gibt es eigentlich nur eine Antwort. Eure Fertigung muss super flexibel und brutal effizient werden. Du musst Volatilität aushalten können. Schwankende Volumina bei Verbrenner und Batterie, die gleichzeitig nebeneinander laufen, häufige Plattform-Updates, starr spezialisierte Linien werden da schnell zur Fußfessel. Flexible Fertigung ist ein No-Regret-Move. Hoher Mix, kleinere Losgrößen, schnelle Produktwechsel. Ohne dass bei euch jedes Mal die Marge gleich wegbricht. Du brauchst eine digitale Backbone-Struktur, die verbindet CNC-Maschinen, ERP, MES, Dashboards, Instandhaltung. So siehst du in Echtzeit, welche Maschine steht. Warum? Wie sieht euer OEE aus? Wo frisst Qualität, Zeit und Geld? Ohne Flexibilität wirst du unplanbar teuer. Ohne Daten bleibst du blind. Investiere in Flexzellen, Setup Speed und Datenkette. Nagel Kapazität nicht auf einen Teil fest, während sich Plattformen alle 18 bis 24 Monate drehen. Flexibilität ist wie eine Versicherung. Du merkst den Wert, wenn die Welle kommt. Ich bleibe sehr konkret. Viele suchen EBIT über mehr Umsatz. Aber in Stackformation ist der schnellste Weg oft, Leistung freizusetzen, die du eigentlich schon hast. Und diese Leistung verschwindet in 5 Löchern. Qualität, Stillstände, Rüstzeit, Durchlaufzeit und Working Capital. Und ineffiziente Prozess- und Tooling-Konzepte. Wenn du diese 5 Leaks schließt, entsteht mehr Output, mehr Cash, mehr Lieferperformance, mehr Spielraum für Investitionen. Du musst nicht sofort mehr verkaufen, du musst verhindern, dass bereits bezahlte Leistung einfach wegfließt. Erst Profit Leaks schließen, dann Wachstum hebeln. Nutzt Wachstum nicht als Flucht vor internen Problemen, diese Hebel liegen bei euch, nicht beim Markt. Qualitätskosten können bis zu 20% des Umsatzes fressen. Cost of Poor Quality heißt, alle Kosten, weil etwas nicht beim ersten Mal richtig ist. Nicht nur Ausschuss, der ganze Eisberg, Nacharbeit, Sortieraktionen, Sonderfahrten, Feuerwehr beim Kunden, Linienstopps und ständiges Expediting. Der schnellste Weg zu mehr EBIT ist nicht immer noch ein Kunde, es ist Qualitätskosten killen. Genau dieses Geld kannst du investieren in Maschinen, Automatisierung und Menschen. Qualität ist nicht nur QS, Qualität ist pures EBIT. Mach COPQ sichtbar. Ausschuss, Nacharbeit, Reklamation, Expedite. Prüf nicht mehr, stell Ursachen ab. Wenn ihr die Top 3 Fehlerquellen killt, fühlt sich euer Betrieb an wie eine andere Firma. Du kennst das. Maschine ist da, Auftrag ist da, Leute sind da. Und trotzdem steht's. Kapazität geht verloren in Mikrostops, Warten, Werkzeugthemen.
Programmschleifen, Fehlteilen, Messen und Materialsuche. Genau das ist OEE. OEE heißt, wie viel geplante Maschinenzeit am Ende wirklich als gute Teile rauskommt. Wenn du OEE anhebst, hast du mehr Spindelstunden, ohne eine neue Maschine kaufen zu müssen. Die billigste Maschine ist tatsächlich die, die du schon hast, wenn sie läuft. Mach Pareto auf Stillstandsgründe. Jeden Monat die Top 1 eliminieren. Bestell keine neue Maschine, während die alten 15% der Zeit nur rumstehen. 5 Punkte mehr OEE sind manchmal mehr wert als 500.000 Euro CapEx. Hoher Mix und volatile Volumina sind die neue Normalität. Du brauchst 2 Dinge: schnell rüsten und stabil anlaufen. Jeder Setup-Wechsel, der 60 Minuten zu lange dauert, ist Marge, die du verbrennst. Wenn du deine Rüstzeiten runterziehst, wirst du konkurrenzfähiger, ohne dein Preisschild zu ruinieren. Setup ist die Währung in High-Mix-Welten. Standardisierte Spannmittel, Nullpunkte, Tool-Libraries, SMED-Denken. Behandle Rüsten nicht als notwendiges Übel und wundere dich dann über Marge. Wer schnell rüstet, kann kleine Lose profitabel. Das ist 2030 die Superpower. Viele Betriebe sind nicht arm, sie sind voll. Voll mit Bestand, voll mit Working Capital, voll mit Halbfertigen, voll mit steht irgendwo. Working Capital bindet Cash. Durchlaufzeit ist die Zeit vom Rohteil zum fertigen Teil. Oft viel länger als die Bearbeitungszeit. Wenn du Durchlaufzeit reduzierst, reduzierst du gebundenes Kapital. Und plötzlich kannst du investieren, ohne dass du betteln musst. Durchlaufzeit ist nicht nur Logistik, das ist dein Kontostand. WIP begrenzen, Engpässe entstopfen, fragen, liegt das Teil wirklich, weil es liegen muss oder weil das System klemmt? Klag nicht über fehlenden Cash, während 3 Monate Working Capital im Werk stehen. Wenn ihr Cash freischaufelt, werdet ihr unabhängig. Kosten pro Teil sind nicht nur Stundenlohn. Kosten pro Teil sind Werkzeugstrategie, Standzeitstabilität, Prozessfenster, Toleranzkonzepte, Spannmittelstandards und intelligente Vereinfachung. Wenn Materialspecks optimiert werden und Recyclinganteile schwanken, dann gewinnt nicht der am schärfsten auf Kante fährt, sondern der robuste Prozesse industrialisiert. Du gewinnst mit Mut, du gewinnst mit stabiler Industrialisierung. Prozessfenster dokumentieren, Tooling standardisieren, VA und VE auf Teilefamilien. Behandle nicht jede Anfrage als Einzelprojekt. Standardisierung klingt langweilig, aber sie drückt Marge. Ohne Daten bleibt alles nur Bauchgefühl. Mit Daten siehst du, wo Qualität entsteht, warum Stillstände entstehen, welche Rüstschritte Zeit fressen, wo WIP klebt, welche Tools wirklich sparen. Backbone ist kein IT-Projekt, Backbone ist EBIT. Ohne Daten optimierst du im Nebel. Fang klein an, 5 Maschinen, 10 Störgründe, ein Dashboard. Plane nicht Perfektion und muss dann 18 Monate nichts. Du brauchst kein Industrie 4.0 Museum, du brauchst Sichtbarkeit. Ja, genug vom Schmerz. Wo sind die Türen, die sich gerade öffnen in Europa? Europa ist immerhin immer noch die Wiege der Automobilindustrie und ein echtes Powerhouse im Maschinenbau. Wir können diese Krise nutzen wie ein Reset, wenn wir die richtigen Felder gehen. Hochvolt-Batterien, E-Antriebe, ADAS und Sensorik plus ausgewählte Non-Automotive-Segmente wie Verteidigung und Luft- und Raumfahrt. 2 Beine, Automotive, New World und ein Bein als Non-Auto als Stabilität. Setz nicht alles auf ein Zukunftsthema und hoffe. In Europa wird nicht nichts gebaut, es wird nur anders gebaut. Stell dir Europa als Kuchen aus Wertschöpfung vor. 3 Segmente machen ungefähr 1/4 aus. Automotive, Maschinenbau und Metallverarbeitung. Und genau im Schnittpunkt davon sitzt eben dein Betrieb. Das heißt, dein Betrieb kann sich bewegen zwischen Auto, Maschinenbau, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und anderen High-End-Segmenten. Präzision, Qualität, Industrialisierung. Das wird überall gebraucht. Du hast mehr Optionen, als du denkst. Ja, du musst sie nur aktiv bespielen.
Positioniere dich als High Precision Industrializer, nicht als Verbrenner-Lohnfertiger. Lass dich nicht über Jahre in ein Segment einsperren. Eure Skills sind global gefragt. Die Frage ist nur, setzt ihr sie im richtigen Spielfeld ein? Lass uns das jetzt runterbrechen auf echtes Handeln. 3 Säulen: radikale Kostenführerschaft, flexible digitale Fertigung, Partnerschaften und M&A. Mit 3,6% EBIT im Schnitt brauchst du mehr als ein bisschen Optimierung. Cash freischaufeln über Working Capital und schlankere Overheads. Qualitätskosten systematisch angreifen, OEE, Stillstände und Rüstzeiten schließen, in flexible, digital vernetzte CNC-Kapazität investieren und über Partnerschaften oder Zukäufe schneller in neue Segmente kommen. Strategie ohne Umsetzung ist leider nur Deko. Du brauchst 3 bis 5 messbare Moves. Wähle pro Säule 1 bis 2 Initiativen, die innerhalb von 90 Tagen sichtbar werden. Starte nicht 20 Projekte und mach davon keins fertig. Kleine Betriebe können schneller drehen als große Konzerne. Und genau das ist euer Vorteil. Du stehst gerade vor dauerhaft niedrigen Margen, stagnierenden Stückzahlen, einem schrumpfenden Verbrenner-Kerngeschäft, aber du hast auch Wachstum in Batterien, E-Drives und ADAS. Eine starke Position im Schnittpunkt von Automotive, Maschinenbau und Metall, die Skills, die weltweit gefragt sind. Transformation ist die härteste Prüfung für alle europäischen Lohnfertiger, aber sie gibt auch eine klare Route. Verbinde Hardware-Exzellenz mit der Softwaregeschwindigkeit der neuen Ära. Der Rückgang der Verbrennerzerspannung von rund minus 5% pro Jahr muss ausgeglichen werden. Durch neue Maschinen, neue Materialien und neue Kundenfelder. Nur mit flexibler Fertigung und radikaler Automatisierung neutralisieren wir den 20-30% Kostenvorsprung und halten Europa sichtbar an der Spitze der Präzisionsfertigung. Das hier ist nicht das Ende, das ist ein Selektionsprozess und du kannst auf die Gewinnerseite kommen. Deshalb mein ganz konkreter Vorschlag. Nimm dir direkt nach diesem Video einen halben Tag Zeit und setz dich mit deinen Zahlen und deinem Team oder deinem Kernteam hin. Schritt 1, schau dir ehrlich deine Qualitätskosten an. Was ist Ausschuss? Was ist Nacharbeit? Was sind versteckte Kosten? Schritt 2, misst deine Profit Leaks im Betrieb. Stillstände, OEE, Rüstzeit, Durchlaufzeit und WIP. Wo läuft dir Leistung weg? Eigentlich schon bezahlt, die du eigentlich schon bezahlt hast. Schritt 3. Definiere glasklar, welche Zielsegmente du 2030 bedienen willst. Schritt 4. Schreib auf, welche Maschinen, welche Skills und welche Kunden du dafür brauchst. Ja, und was du abstoßen kannst letztendlich auch. Die Zeit des Wartens ist jetzt vorbei. Wenn du bis hier geschaut hast, gehörst du zu denen, die es ernst meinen. Also, hol dir den Kalender, block dir diesen halben Tag und fang einfach an. Wir sehen uns im nächsten Video und hoffentlich mit einem stärkeren, resilienteren Europa. Back in the cut.